Hallo, gestern war die NAB, gestern wurde DaVinci 21 vorgestellt. Ich habe mir den Livestream angehört und eine Sache hat mich ganz besonders hellhörig werden lassen. Und zwar sieht man das schon unten in diesem Tab hier, was neu ist, die Fotobearbeitung. Ich möchte heute einfach mal ganz kurz ein paar neue Funktionen durchgehen. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass ich das gerade erst installiert habe und ihr sozusagen live mit mir jetzt diese Experience erleben werdet. Also im Fototab habe ich mir jetzt mal 3 RAW-Fotos reingezogen. Das ist von der Canon R5C. Und dann schauen wir mal. Okay, das ist so ziemlich gleich wie in dem Color-Tab. So hieß es auch, dass das ziemlich gleich sein soll mit den ganzen Einstellungen. Und es verhält sich so. Ist jetzt natürlich ein bisschen ein undankbares Foto. Schauen wir mal weiter. Okay, das ist der normale Inspektor. Den kann man es größer und kleiner machen. Das ist ziemlich interessant, Source Cropping. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte es in 16:9 haben, zack, 16:9. 1:1. Hä, wo ist denn hier Anamorphot? Frechheit, das gibt's nicht. Das sollte noch dazukommen. Okay, dann haben wir hier noch ein paar vorgefertigte Looks. Da wäre es mal ganz interessant zu wissen, wo die herkommen. Okay, normale Farbkorrektur. Und hier hinten die Metadaten. Was ich jetzt machen kann, um dieses Foto zu exportieren, ich kann zum Beispiel ein neues Album auch erstellen. Ich kann mehrere Alben erstellen. Dafür zieht man die Fotos dann einfach hier hin. Ist ein alter Rechner, es tut mir ein bisschen leid, ich wollte das nicht auf dem neuen Schnittrechner installieren. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich hier verschiedene Fotos habe, kann ich die alle markieren oder ich habe jetzt nur eins drin, jetzt markiere ich das. Und dann, weil ich muss das ja irgendwie rauskriegen, dann kann ich hier über Quick Export verschiedene Sachen, das kann ich wahrscheinlich nochmal voreinstellen, kann ich das Foto dann ganz normal wie ein Foto exportieren. Und das ist ziemlich interessant, weil das macht ja so ein bisschen Photoshop obsolet jetzt. Ich werde da mal ein bisschen mit rumexperimentieren, aber so der erste Eindruck ist ziemlich gut. Ich habe hier verschiedene Effekte, die ich drauf anwenden kann. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, was können wir denn mal nehmen? Hier nehmen wir doch einfach mal die Vignette. So, Doppelklick, oder ich ziehe sie drauf. Und dann habe ich hier auch ganz normal wie im Videoschnitt auch die Einstellung für die Vignette. Ich mache es jetzt mal ein bisschen extrem, dass man mal sieht. So, das heißt, wenn ich jetzt das Foto, was ich bearbeitet habe, hier in die Timeline ziehe, habe ich hier aber in dem Effektspanel meine Vignette. Ja. An, aus. Und jetzt gehe ich den nächsten Schritt, gehe in den Color Tab und hier kann ich dann das Foto ganz normal mit Masken, Ebenen, was auch immer bearbeiten. Das ist ziemlich praktisch. Also erstmal eine super Zeitersparnis. Das ist schon interessant, dass jetzt auf einmal ein Fototool hier in DaVinci drin ist. Chapeau. Eine sehr praktische Sache. Es geht um die AI Magic Mask. Da war immer das Problem, wenn ich jemanden oder irgendwas ausgekeyt habe und dann irgendwelche Veränderungen am Clip vorgenommen habe, dass ich die Person dann nochmal neu tracken musste. Und das war immer etwas nervig. So, ich track das Ganze jetzt mal. Und was ich jetzt machen kann, auf diese 3 Pünktchen hier gehen und hier sehen wir direkt oben Render Magic Mask in Place. Oh, da habe ich so drauf gewartet. Und jetzt ist das Ganze in Place gerendert. Als Alpha in dem Color Tab. Wunderbar. Was noch neu dazugekommen ist, das muss man auch installieren über das Modul, ist die AI Search, die so ein bisschen hilft bei der Suche. Ich habe hier schon mal ein paar Experimente gestartet. Also Face, zack, wird die Person gezeigt. Das ist auch praktisch, wird wahrscheinlich noch ein bisschen verbessert werden, aber so kann man auch unter anderem nach Metadaten suchen, ziemlich praktisch und ziemlich schnell. Und halt auch nach Gesichtern oder nach irgendeiner Katze im Bild und. Das ist jetzt ein bisschen KI unterstützt. Dann ist KI-mäßig natürlich viel passiert. Unter anderem haben wir so eine Gesichtsbearbeitung und da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Ich habe hier schon mal die Effekte geöffnet und dann sieht man schon direkt einmal Face Reshaper und Face Age Transformer. Ich analysiere mal ganz kurz. Das ist ein Video. Die Szene, das ist ähnlich wie bei der Magic Mask, die Analyse. Jetzt kann ich hier eingeben, anscheinend wie alt die Person ist. Ich schätze mal, der ist so um die 27, 28. Und hier ist jetzt Age Offset. Das heißt, hier kann ich jetzt Jahre eingeben, die er älter oder jünger werden soll. Und wir schauen mal, wenn wir ihn 40 Jahre älter machen. Das sieht schon ziemlich interessant aus. Man sieht natürlich so ein paar KI-typische Effekte, aber so im Großen und Ganzen ist das ziemlich interessant. Ich meine, man könnte jetzt auch aus einer Person natürlich ganz viele machen, wenn man mal ein paar Statisten mehr braucht.
Unter anderem. Weil ansonsten sehe ich das rechtlich natürlich sehr spannend, diese Angelegenheit. Gehen wir nochmal nach ganz unten. Minus 32 macht keinen Sinn, dann wäre er noch nicht geboren. Dann gehen wir mal auf minus 20. Das ist schon beeindruckend. Aber auch hier sieht man natürlich die Weichzeichnung. Alles klar, schauen wir uns mal den nächsten Effekt an. Und das ist Face Reshaper. Und hier glaube ich oder befürchte ich, dass da jetzt eine Flut an total lustigen Videos auf uns zukommen wird. Weil auch hier kann ich jetzt, wenn man mal so ein bisschen auf sein Gesicht guckt, die Größe. Das lässt sich auch Keyframe, ne? Also ihr wisst schon, was ich meine, wo das hingehen könnte. Dann kann man jetzt die Breite ein bisschen ändern. Die Ohren bleiben an sich da, ne? Aber passen sich auch ein bisschen mit an. Okay, das ist natürlich hier interessant, dass man auch einfach mal ein bisschen so die Wangen nach oben, nach unten machen kann. Und was natürlich super interessant ist, sind einmal die Augen. Kann man ja auch wirklich die Ethnie ändern, ne? Okay. Aber ich glaube, was am meisten Spaß machen würde, ich habe schon befürchtet, hier ein Smile-Slider. Auch gerade wenn man mal einen Text hat im Interview und die Person den gar nicht gesprochen hat, ne? Irgendwo ein Ja oder ein Nein. Hiermit kann man das natürlich animieren, dass es dann so ein bisschen aussehen würde. Also es gibt auf jeden Fall tatsächlich sehr sinnvolle Anwendungsbereiche für das Ganze. Ja, das sind die neuen Face Refinement Tools in DaVinci 21. Wie gesagt, live, ich habe es gerade erst zum ersten Mal auch geöffnet. Und da wird bestimmt noch ein bisschen mehr kommen. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Tutorials dazu geben, zu den einzelnen Funktionen. Aber hier erstmal einen kurzen Überblick, ein paar wichtige und spannende Sachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.